Lektion 1: Sprachbarrieren überwinden. Hallo Anna, warst du in deinem Leben schon einmal mit Sprachbarrieren konfrontiert? Hallo John. Ja, habe ich. Manchmal war es eine Herausforderung, aber ich habe Wege gefunden, sie zu überwinden. Wie steht's mit dir? Absolut. Sprachbarrieren können schwierig sein, aber sie können auch Chancen für Wachstum und Lernen sein. Wie sind Sie mit ihnen umgegangen? Ich bemühte mich, meine Sprachkenntnisse zu verbessern, indem ich Sprachunterricht nahm und mit Muttersprachlern übte. Es hat mir geholfen, Selbstvertrauen zu gewinnen. Das ist beeindruckend. Die aktive Suche nach Möglichkeiten zum Lernen und Üben ist der Schlüssel zur Überwindung von Sprachbarrieren. Standen Sie vor besonderen Herausforderungen? Eine Herausforderung bestand darin, Muttersprachler zu verstehen, die schnell sprachen. Ich übte das Zuhören und wurde allmählich besser darin, die Nuancen einzufangen. Das kann ich nachvollziehen. Schnelle Gespräche können entmutigend sein. Ich fand, dass es mir geholfen hat, aktiv zuzuhören und bei Bedarf um Klarstellung zu bitten. Das ist ein großartiger Ansatz. Wenn Sie um Klärung bitten, zeigen Sie Ihre Lernbereitschaft und sorgen für ein besseres Verständnis. Haben Sie noch andere Strategien verwendet? Ich habe auch visuelle Hilfsmittel wie Gesten und Gesichtsausdrücke verwendet, um die Kommunikation zu unterstützen. Es half mir, meine Botschaft zu vermitteln, als die Worte zu kurz kamen. Nonverbale Kommunikation ist unerlässlich. Sie verleiht unseren Gesprächen Tiefe und kann Lücken überbrücken, wenn Sprache allein nicht ausreicht. Irgendwelche anderen Tipps? Das Eintauchen spielte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse. Es machte einen Unterschied, mich mit Muttersprachlern zu umgeben und in realen Situationen zu üben. Immersion ist in der Tat mächtig. In einer Umgebung zu sein, in der die Sprache gesprochen wird, beschleunigt auf natürliche Weise unser Lernen. Irgendwelche abschließenden Gedanken dazu? Nutzen Sie Sprachbarrieren als Wachstumschancen. Mit Geduld, Übung und Offenheit können wir alle Hindernisse auf unserer Sprachreise überwinden. Lektion 2: Das Gleichgewicht finden, Preis und Qualität. Hallo Anna, es ist entscheidend, das richtige Gleichgewicht zwischen Preis und Qualität zu finden, findest du nicht? Hallo John. Absolut, es ist wichtig, beide Faktoren bei Kaufentscheidungen zu berücksichtigen. Welchen Ansatz verfolgen Sie normalerweise? Ich neige dazu, verschiedene Optionen zu recherchieren und zu vergleichen, um sicherzustellen, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalte. Wie steht's mit dir? Mir geht es genauso. Ich suche nach Produkten oder Dienstleistungen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Erschwinglichkeit bieten. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen. In der Tat kluge Entscheidungen. Manchmal kann die Entscheidung für die günstigste Option zu Enttäuschungen in Bezug auf die Qualität führen. Hast du das erlebt? Ja, habe ich. Es gab Fälle, in denen ich mich für die billigste Option entschieden habe, nur um festzustellen, dass sie nicht meinen Erwartungen entsprach. Qualität ist wichtig. Ich stimme vollkommen zu. Qualität ist oft mit einem höheren Preis verbunden, aber sie lohnt sich, wenn sie unseren Bedürfnissen entspricht und länger hält. Irgendwelche Tipps, um dieses Gleichgewicht zu finden? Ein Tipp ist, Bewertungen zu lesen und Feedback von anderen einzuholen, die das Produkt oder die Dienstleistung genutzt haben. Es hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist ein toller Vorschlag.
Wenn wir von den Erfahrungen anderer hören, können wir einen Einblick in die Qualität und den Wert dessen erhalten, was wir in Betracht ziehen. Gibt es noch andere Faktoren, die Sie berücksichtigen? Ich berücksichtige auch Garantien, Rückgaberichtlinien und den Kundensupport. Diese Faktoren tragen zum Gesamtwert eines Kaufs bei. Ausgezeichneter Punkt. Eine zuverlässige Garantie und ein guter Kundensupport können einen erheblichen Mehrwert bieten, auch wenn der ursprüngliche Preis etwas höher ist. Irgendwelche abschließenden Gedanken? Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das richtige Gleichgewicht zwischen Preis und Qualität je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben variieren kann. John, was ist deine Meinung dazu? Ich stimme zu. Jeder hat andere Prioritäten und es ist wichtig herauszufinden, was für uns am besten funktioniert. Das richtige Gleichgewicht zu finden, sorgt auf lange Sicht für Zufriedenheit. Lektion 3: Effektive Kommunikation in einer großen Organisation. Hallo Anna, ich wollte über die Herausforderung sprechen, in einer großen Organisation effektiv zu kommunizieren. Es kann ziemlich entmutigend sein. Hallo John. Du hast recht. Die Kommunikation mit Menschen auf verschiedenen Ebenen kann eine Herausforderung sein. Welche Strategien verwenden Sie? Ich versuche, meinen Kommunikationsstil an die Person anzupassen, mit der ich spreche. Es hilft, ihre Perspektive zu verstehen. Das ist ein guter Ansatz. Wenn Sie sich verschiedener Kommunikationsstile bewusst sind, kann dies zu einem besseren Verständnis führen. Irgendwelche Tipps für den Umgang mit Vorgesetzten? Bei der Kommunikation mit Vorgesetzten achte ich darauf, präzise und respektvoll zu sein und mich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren, die sie wissen müssen. Absolut. Vorgesetzte haben oft nur wenig Zeit, daher ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen und relevante Informationen bereitzustellen. Wie steht es mit Kollegen? Mit Kollegen strebe ich eine offene und kooperative Kommunikation an. Ich höre aktiv zu und teile Ideen mit, um die Teamarbeit zu fördern. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Der Austausch von Ideen und das Zuhören der Sichtweisen anderer können zu innovativen Lösungen führen. Wie steht es mit Untergebenen? Bei der Kommunikation mit Untergebenen bemühe ich mich, ansprechbar zu sein und bei Bedarf klare Anweisungen oder Anleitungen zu geben. Das ist wichtig. Ansprechbar zu sein fördert eine offene Kommunikation, und klare Anweisungen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Wie sieht es mit abteilungsübergreifender Kommunikation aus? Abteilungsübergreifende Kommunikation erfordert aktives Zuhören und effektive Zusammenarbeit. Es ist wichtig, Silos aufzubrechen und Informationen auszutauschen. Das Aufbrechen von Silos fördert Synergien und stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Gab es diesbezüglich irgendwelche Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert waren? Manchmal haben verschiedene Abteilungen ihren eigenen Jargon oder ihre eigenen Fachausdrücke. Es ist wichtig, Klarheit zu schaffen und für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Das ist wahr. Wenn Sie einfache Sprache verwenden und bei Bedarf um Klarstellung bitten, können Sie Kommunikationslücken schließen. Wie wäre es mit virtueller Kommunikation? Virtuelle Kommunikation kann eine Herausforderung sein, insbesondere mit Remote-Teams. Ich bemühe mich, Videoanrufe und schriftliche Kommunikation effektiv zu nutzen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Videoanrufe helfen bei nonverbalen Hinweisen, und klare und präzise schriftliche Nachrichten sorgen für eine effektive Kommunikation. Wie gehst du mit Missverständnissen um?
Wenn es zu Missverständnissen kommt, spreche ich sie umgehend an und bitte die andere Person um Klärung, um jegliche Verwirrung zu lösen. Das rechtzeitige Ausräumen von Missverständnissen verhindert weitere Missverständnisse und fördert eine positive Arbeitsbeziehung. Irgendwelche abschließenden Gedanken zur effektiven Kommunikation in einer großen Organisation? Effektive Kommunikation ist die Grundlage einer erfolgreichen Organisation. Sie schafft Vertrauen, fördert die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass alle auf gemeinsame Ziele ausgerichtet sind. Lektion 4: Vertragsänderungen und abschließende Überprüfung. Hallo Anna, ich habe die Vertragsänderungen vorgenommen. Ich schicke es dir zur abschließenden Überprüfung. Hallo John. Das klingt großartig. Ich schätze Ihre Bemühungen, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Ich werde es sorgfältig prüfen, sobald ich es erhalten habe. Perfekt. Ich habe darauf geachtet, alle Punkte anzusprechen, die wir zuvor besprochen haben. Ich bin zuversichtlich, dass die neue Version unsere Vereinbarung genau widerspiegelt. Das ist beruhigend zu hören. Die Liebe zum Detail ist bei Vertragsänderungen von entscheidender Bedeutung. Ich werde es gründlich prüfen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Ich vertraue Ihrer Expertise bei der Überprüfung von Verträgen. Bitte zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen. Ich danke dir. Eine klare Kommunikation ist bei diesem Prozess von entscheidender Bedeutung. Ich werde mich auf jeden Fall mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn etwas geklärt oder angepasst werden muss. Hervorragend. Zusammenarbeit und offene Kommunikation sind für die Erstellung eines soliden Vertrags unerlässlich. Sobald Sie zufrieden sind, können wir mit Zuversicht voranschreiten. Absolut. Es ist wichtig, einen Vertrag zu haben, der beide Parteien schützt und klare Erwartungen begründet. Ich werde ihm meine volle Aufmerksamkeit schenken. Ich schätze Ihr Engagement dafür. Ihr Beitrag und Ihre Gründlichkeit stellen sicher, dass wir eine starke und faire Vereinbarung haben. Nehmen Sie sich Zeit für die Bewertung. Danke für dein Vertrauen. Ich werde sicherstellen, dass ich zeitnah Feedback und Vorschläge für weitere Verbesserungen gebe, falls erforderlich. Ihr Fachwissen und Ihre Erkenntnisse sind wertvoll. Ich freue mich auf Ihre Bewertung und Ihren Beitrag. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um diesen Vertrag erfolgreich abzuschließen. Ich setze mich genauso dafür ein. Ich werde mich bemühen, den Vertrag umgehend zu überprüfen und mein Feedback zu geben. Unsere Teamarbeit wird zu einem positiven Ergebnis führen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich schätze Ihre Professionalität und Ihr Engagement bei der Fertigstellung dieses Vertrags. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Lektion 5: Das Potenzial ausschöpfen, Influencer-Marketing erkunden. Hallo Anna, hast du schon einmal versucht, Technologie durch Influencer-Marketing zu nutzen? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist eine leistungsstarke Strategie, die Unternehmen helfen kann, ein breiteres Publikum zu erreichen. Hast du es auch erforscht? Absolut. Influencer-Marketing ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auf diese Weise können Sie den Einfluss von Personen mit einer großen Fangemeinde nutzen. Was war deine Erfahrung? Ich habe festgestellt, dass die Zusammenarbeit mit Influencern die Markenbekanntheit und das Engagement steigern kann. Ihre authentischen Empfehlungen finden bei ihren Followern Anklang. Das ist beeindruckend.
Influencer zu finden, deren Werte mit ihrer Marke übereinstimmen, kann erhebliche Auswirkungen haben. Wie identifiziert man die richtigen Influencer? Forschung ist der Schlüssel. Ich suche nach Influencern, die auf meine Zielgruppe zugeschnitten sind und eine engagierte Fangemeinde haben. In diesem Fall ist Qualität wichtiger als Quantität. Ich stimme zu. Engagierte Follower vertrauen eher den Empfehlungen des Influencers. Haben Sie durch Influencer-Marketing eine positive Kapitalrendite erzielt? Ja, habe ich. Indem ich Kennzahlen wie Webseitentraffic, Konversionen und Social-Media-Engagement tracke, kann ich die Wirkung von Kollaborationen mit Influencern messen. Das ist ausgezeichnet. Die Möglichkeit, die Ergebnisse zu quantifizieren, hilft bei der Bewertung der Effektivität von Influencer-Marketing-Kampagnen. Wie gehen Sie an den Kollaborationsprozess heran? Es ist wichtig, von Anfang an klare Erwartungen und Ziele festzulegen. Der Aufbau einer guten Beziehung zum Influencer und die Gewährleistung von Transparenz sind von entscheidender Bedeutung. Der Aufbau einer starken Beziehung ist in der Tat von entscheidender Bedeutung. Es fördert das Vertrauen und die Authentizität in der Zusammenarbeit. Hatten Sie irgendwelche Herausforderungen beim Influencer-Marketing? Eine Herausforderung besteht darin, die richtige Passform zu finden. Es ist wichtig, Influencer auszuwählen, die wirklich mit ihren Markenwerten und ihrer Zielgruppe übereinstimmen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung wäre. Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg von Influencer-Partnerschaften. Irgendwelche abschließenden Gedanken zum Influencer-Marketing? Influencer-Marketing kann ein wertvolles Instrument sein, wenn es strategisch eingesetzt wird. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Ansatz kontinuierlich evaluieren und anpassen, um relevant zu bleiben. Gut gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Influencer-Marketing hat das Potenzial, neue Möglichkeiten zu eröffnen und Unternehmen auf sinnvolle Weise mit ihrem Publikum zu verbinden. Lektion 6: Die Schreibwahl, Navigieren in der Welt der Stifte. Hallo Anna, die Wahl eines Stifts kann bei so vielen verfügbaren Optionen überwältigend sein. Irgendwelche Vorschläge zur Entscheidung? Hallo John. Ich verstehe das Dilemma. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Stifts Faktoren wie Komfort, Tintenqualität und den Zweck, für den Sie ihn verwenden werden. Was sind Ihre Präferenzen? Komfort ist auf jeden Fall wichtig. Ich bevorzuge Stifte mit einem guten Griff und einem reibungslosen Schreiberlebnis. Hast du Empfehlungen für komfortable Stifte? Absolut. Stifte mit ergonomischem Design und Gummigriffen bieten in der Regel ein angenehmes Schreiberlebnis. Marken wie Uniball und Pilot bieten solche Optionen an. Das ist hilfreich. Ich werde mir diese Marken ansehen. Was ist mit der Tintenqualität? Ich möchte einen Stift, der flüssig schreibt und nicht leicht verschmiert. Für glattes Schreiben und minimales Verwischen sind Gelschreiber oder Tintenroller eine gute Wahl. Sie bieten einen gleichmäßigen Tintenfluss und lebendige Farben. Gelschreiber und Tintenroller sind es. Ich werde nach denen Ausschau halten. Gibt es bestimmte Marken, die für ihre Tintenqualität bekannt sind? Ja, Marken wie Sakura, Pentel und Pilot sind für ihre hochwertige Tinte bekannt. Sie bieten ein angenehmes Schreiberlebnis und eine zuverlässige Leistung. Hervorragend. Ich werde mir diese Marken und ihre Angebote ansehen. Lassen Sie uns nun über den Zweck sprechen. Sollte ich verschiedene Stifte für verschiedene Aufgaben in Betracht ziehen?
Es kann von Vorteil sein, verschiedene Stifte für verschiedene Aufgaben zu haben. Ein Stift mit feiner Spitze eignet sich beispielsweise hervorragend für präzises Schreiben, während ein fetter Stift ideal zum Hervorheben ist. Ich sehe den Wert darin, eine Vielzahl von Stiften zu haben. Es stellt sicher, dass ich für verschiedene Situationen das richtige Werkzeug habe. Gibt es noch andere Faktoren, die ich berücksichtigen sollte? Es lohnt sich auch, den Preis und das Preis-Leistungs-Verhältnis in Betracht zu ziehen. Einige Stifte sind zwar teurer, bieten aber Haltbarkeit und lang anhaltende Leistung. Preis und Wert sind wichtige Überlegungen. Ich werde sicherstellen, dass ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit gefunden wird. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Lektion 7: Verhandlungen steuern, Vorteile maximieren. Hallo Anna, mir wurde ein neuer Job angeboten und ich möchte Leistungen wie Krankenversicherung und Wohngeld aushandeln. Irgendwelche Tipps, wie man das angehen kann? Hallo John. Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Stellenangebot. Bei der Aushandlung von Sozialleistungen ist es wichtig, sich über Branchenstandards zu informieren und ihren Wert für das Unternehmen hervorzuheben. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe einige Nachforschungen zu Standardleistungspaketen angestellt. Ich möchte sicherstellen, dass ich gut vorbereitet bin, bevor ich mit den Verhandlungen beginne. Gibt es bestimmte Strategien, die ich im Hinterkopf behalten sollte? Absolut. Konzentrieren Sie sich zunächst auf den Wert, den Sie dem Unternehmen bieten, und darauf, wie Sie zu seinem Erfolg beitragen können. Bringen Sie dann Ihre Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf die Leistungen zum Ausdruck. Das macht Sinn. Indem ich meinen Wert betone, kann ich zeigen, warum ich die Leistungen verdiene, die ich beantrage. Wie sollte ich bei der Aushandlung einer Krankenversicherung vorgehen? Informieren Sie sich zunächst über die aktuellen Krankenversicherungen des Unternehmens. Geben Sie dann alle spezifischen Bedürfnisse oder Bedenken in Bezug auf den Versicherungsschutz an und erkundigen Sie sich nach der Möglichkeit, den Plan anzupassen. Den Plan an meine spezifischen Bedürfnisse anzupassen, klingt nach einem guten Ansatz. Ich werde sicherstellen, dass meine Anforderungen effektiv kommuniziert werden. Und was ist mit der Aushandlung eines Wohngeldes? Informieren Sie sich bei der Aushandlung eines Wohngeldes über die Lebenshaltungskosten in dem Gebiet, in dem sich das Unternehmen befindet. Präsentieren Sie diese Informationen und erläutern Sie, wie ein Wohngeld Ihnen helfen würde, eine gute Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Guter Punkt. Der Nachweis der Auswirkungen eines Wohngeldes auf mein Wohlbefinden und meine Produktivität kann meine Verhandlungsposition stärken. Gibt es noch andere Vorteile, über die ich verhandeln sollte? Das hängt von Ihren Prioritäten und den Unternehmensrichtlinien ab. Zu den weiteren Vorteilen, über die Sie verhandeln sollten, gehören Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten und berufliche Entwicklung sind mir auf jeden Fall wichtig. Ich werde sicherstellen, dass diese Leistungen während des Verhandlungsprozesses besprochen werden. Vielen Dank für Ihre Beratung. Lektion 8: Pläne für das Abendessen. Hallo Anna, ich habe über das Abendessen heute Abend nachgedacht. Wie wär's mit Pasta machen? Es ist einer meiner Favoriten. Hallo John. Pasta klingt köstlich. Welche Art von Pasta wolltest du machen? Ich dachte daran, Spaghetti mit Tomatensauce und Fleischbällchen zuzubereiten. Es ist ein Klassiker und immer sättigend. Das klingt perfekt. Ich liebe gute Spaghetti und Fleischbällchen. Haben wir alle Zutaten, die wir brauchen?
Ja, ich habe in der Speisekammer nachgesehen und wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Pasta, Tomatensauce, Hackfleisch und Gewürze. Großartig. Ich kann bei der Vorbereitung helfen. Sollen wir mit der Zubereitung der Fleischbällchen beginnen? Das klingt nach einem Plan. Mischen wir das Hackfleisch mit Semmelbröseln, Ei, gehacktem Knoblauch und etwas italienischem Gewürz. Klingt köstlich. Ich forme die Masse zu Fleischbällchen, während du die Pfanne mit etwas Olivenöl erhitzt. Perfekt. Sobald die Pfanne heiß ist, können wir die Fleischbällchen von allen Seiten anbraten, bis sie gar sind. Während die Fleischbällchen kochen, fange ich an, das Wasser für die Spaghetti zu kochen. Wie lange sollten wir die Nudeln kochen? Das Kochen der Spaghetti dauert normalerweise etwa 10 Minuten. Wir wollen es al dente, damit es nicht zu weich ist. Ich hab's. Ich behalte die Spaghetti im Auge, damit sie nicht zu lange kochen. Was ist mit der Tomatensauce? Wir können die Tomatensauce in einem separaten Topf erhitzen und einige Kräuter und Gewürze für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Klingt köstlich. Sobald die Fleischbällchen und Spaghetti fertig sind, können wir sie in die Tomatensauce werfen. Das ist die Idee. Wir können die Spaghetti mit Fleischbällchen servieren und etwas geriebenen Parmesankäse darüber streuen. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich kann es kaum erwarten, mich darauf einzulassen. Brauchen wir sonst noch etwas für das Essen? Wir können einen Beilagensalat mit etwas frischem Gemüse und einem einfachen Vinaigrette-Dressing essen, um die Aromen auszugleichen. Das ist eine tolle Idee. Ein Beilagensalat verleiht der Mahlzeit etwas Frische. Sollen wir es jetzt vorbereiten? Wir können den Salat zubereiten, während die Nudeln kochen. Lass uns das Gemüse waschen und hacken und das Dressing verquirlen. Klingt nach einem Plan. Ich kümmere mich ums Hacken und du kannst das Dressing machen. Welches Dressing schlägst du vor? Eine einfache Vinaigrette mit Olivenöl, Essig, Dijon-Senf, Honig, Salz und Pfeffer sollte gut funktionieren. Perfekt. Sobald alles fertig ist, können wir uns hinsetzen, unser köstliches Nudelessen genießen und die Aromen genießen. Absolut. Ich freue mich auf ein gemütliches und sättigendes Essen. Lasst uns mit den Vorbereitungen beginnen. Ich freue mich auch. Lassen Sie uns dieses Abendessen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ich besorge die Zutaten und wir werden zusammen ein fantastisches Essen zubereiten. Das ist der Geist. Machen wir es zu einem unterhaltsamen und angenehmen Kocherlebnis. Ich kann es kaum erwarten, deine tolle Pasta zu probieren. Lektion 9: Reibungsloses Reisen, Online-Check-in oder Flughafen-Check-in. Hallo Anna, müssen wir auf Reisen online einchecken oder können wir das am Flughafen machen? Hallo John. In den meisten Fällen haben Sie die Möglichkeit, entweder online oder am Flughafen einzuchecken. Das hängt von Ihren Vorlieben und den Richtlinien der Fluggesellschaft ab. Haben Sie schon einmal versucht, online einzuchecken? Ich habe noch nicht versucht, online einzuchecken. Ist das eine bequeme Option oder sollte ich lieber am Flughafen einchecken? Der Online-Check-in kann sehr praktisch sein. So sparen Sie Zeit, indem Sie lange Warteschlangen am Flughafen vermeiden. In der Regel können Sie innerhalb von 24 Stunden vor Ihrem Flug einchecken.
Das klingt ansprechend. Gibt es besondere Vorteile, stattdessen am Flughafen einzuchecken? Das Einchecken am Flughafen kann von Vorteil sein, wenn Sie besondere Wünsche haben oder Hilfe bei der Sitzplatzauswahl benötigen. Das Personal der Fluggesellschaft kann alle Bedenken, die Sie haben, persönlich beantworten. Ich verstehe. Also, wenn ich spezielle Bedürfnisse oder Vorlieben habe, ist es besser, am Flughafen einzuchecken. Andernfalls sollte der Online-Check-in einwandfrei funktionieren. Exakt. Der Online-Check-in ist im Allgemeinen für die meisten Reisenden geeignet, insbesondere für Reisende, die nur mit Handgepäck reisen. Es bietet ein problemloses Erlebnis. Das ist gut zu wissen. Normalerweise reise ich lieber mit leichtem Gepäck und nur einem Handgepäck. Ich werde den Online-Check-in für meine nächste Reise ausprobieren. Irgendwelche Tipps für einen reibungslosen Online-Check-in? Stellen Sie sicher, dass Ihre Reisedokumente und Reisepassdaten griffbereit sind. Suchen Sie auf der Website oder in der mobilen App der Fluggesellschaft nach spezifischen Anweisungen und allen erforderlichen Informationen. Es ist wichtig, alle notwendigen Dokumente und Informationen zur Hand zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass ich vorbereitet bin. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, auch die Freigepäckmenge und etwaige Einschränkungen zu überprüfen, bevor Sie den Online-Check-in-Vorgang abschließen. Freigepäckmenge und Einschränkungen ordnungsgemäß vermerkt. Diese werde ich auch berücksichtigen. Auf reibungslose Reisen, egal ob Sie online oder am Flughafen einchecken. Lektion 10: Den Kuchen teilen, Gewinne und Ausgaben aufteilen. Hallo Anna, wenn Sie gemeinsam ein Unternehmen gründen, ist ein weiterer entscheidender Punkt die Aufteilung von Gewinnen und Ausgaben. Wie sollen wir das angehen? Hallo John. Die Aufteilung von Gewinnen und Ausgaben in einer Geschäftspartnerschaft erfordert sorgfältige Überlegungen und eine offene Kommunikation. Haben Sie über bestimmte Ansätze nachgedacht? Ich glaube, ein fairer und transparenter Ansatz ist entscheidend. Eine Option könnte darin bestehen, Gewinne und Ausgaben auf der Grundlage des Prozentsatzes der Investitionen der einzelnen Partner aufzuteilen. Was denkst du? Das ist ein gängiger Ansatz, der als proportionale Aufteilung bekannt ist. Es stellt sicher, dass jeder Partner einen Teil des Gewinns erhält und für einen entsprechenden Teil der Ausgaben verantwortlich ist. Es gibt jedoch auch andere Methoden. Was sind einige alternative Methoden zur Aufteilung von Gewinnen und Ausgaben? Eine andere Methode ist der Equal Sharing-Ansatz, bei dem die Partner Gewinne und Ausgaben unabhängig von ihren individuellen Investitionen gleichmäßig aufteilen. Dies kann das Gefühl von Gleichheit und Zusammenarbeit fördern. Gleichberechtigtes Teilen klingt reizvoll, vor allem, wenn beide Partner in Bezug auf Aufwand und Zeit gleichermaßen beitragen. Gibt es noch andere Methoden, die wir in Betracht ziehen sollten? Ja, es gibt auch den leistungsbasierten Ansatz. Bei dieser Methode werden Gewinne und Ausgaben auf der Grundlage des individuellen Beitrags jedes Partners zum Geschäftserfolg aufgeteilt. Es belohnt diejenigen, die einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten. Das ist ein interessanter Ansatz. Es ermutigt die Partner, sich ins Zeug zu legen und belohnt ihre Bemühungen entsprechend. Wie sollten wir entscheiden, welche Methode für unsere Partnerschaft am besten geeignet ist? Es ist wichtig, ein offenes und ehrliches Gespräch mit Ihrem Partner zu führen. Berücksichtigen Sie die gegenseitigen Erwartungen, Investitionsbeträge und die allgemeinen Unternehmensziele. Es ist entscheidend, eine Methode zu finden, die Ihren Werten und Zielen entspricht.
Kommunikation und Abstimmung sind auf jeden Fall wichtig. Wir sollten ein gründliches Gespräch führen, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Danke für die Anleitung. Lektion 11. Jet-Setting für Unternehmen, London und Paris. Hallo Anna, ich fliege nächste Woche für eine Geschäftsreise von London nach Paris. Irgendwelche Tipps oder Empfehlungen für Reisen zwischen diesen beiden Städten? Hallo John. Wie aufregend. Reisen zwischen London und Paris können ein Kinderspiel sein. Haben Sie die verschiedenen verfügbaren Transportmöglichkeiten in Betracht gezogen? Ich habe von dem Eurostar-Zug gehört, der die beiden Städte verbindet. Ist das eine bequeme Wahl? Unbedingt. Der Eurostar ist ein beliebtes und effizientes Verkehrsmittel. Er bietet eine reibungslose Reise von London nach Paris mit minimaler Reisezeit und dem zusätzlichen Vorteil, dass Flughafenprobleme vermieden werden. Das klingt großartig. Was ist mit Flügen? Gibt es Direktflüge zwischen London und Paris? Ja, mehrere Fluggesellschaften bieten Direktflüge zwischen London und Paris an. Dies ist eine schnelle und bequeme Option, insbesondere wenn Sie wenig Zeit haben. Achten Sie einfach darauf, nach Flugplänen zu suchen und die Preise zu vergleichen. Ich werde auf jeden Fall beide Optionen in Betracht ziehen. Was den Transport innerhalb der Städte angeht, gibt es bestimmte Verkehrsmittel, die Sie empfehlen. In London ist die U-Bahn, auch bekannt als die Tube, eine effiziente Art, sich fortzubewegen. Sie deckt die meisten Bereiche der Stadt ab. In Paris ist die Metro eine ähnliche Option. Ein ausgedehntes Netzwerk verbindet verschiedene Stadtteile. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Wie wäre es, von den Flughäfen in die Stadtzentren zu gelangen? In London können Sie den Heathrow Express oder den Gatwick Express benutzen, je nachdem, in welchen Flughafen Sie fliegen. In Paris können Sie mit dem RER-Zug oder dem Flughafentransfer in die Innenstadt gelangen. Gut zu wissen. Ich werde die Transportmöglichkeiten zum Flughafen für beide Städte überprüfen. Irgendwelche Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten in meiner Freizeit? In London können Sie berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Tower of London, den Buckingham Palace und das British Museum erkunden. Verpassen Sie in Paris nicht den Eiffelturm, den Louvre und die Kathedrale Notre Dame. Das sind fantastische Vorschläge. Ich werde versuchen, mir Zeit zu nehmen, um einige dieser Attraktionen zu besuchen. Vielen Dank für all die hilfreichen Informationen. Lektion 12. Das Kostenrätsel, eine faire Einigung erzielen. Hallo Anna, lassen Sie uns die Auswirkungen auf die Kosten besprechen und in dieser Angelegenheit eine faire Einigung erzielen. Wie schlagen Sie vor, dass wir das angehen? Hallo John. Wenn es um Kosten geht, sind Transparenz und offene Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, wir sollten damit beginnen, alle damit verbundenen Ausgaben zu skizzieren. Hast du eine Liste gemacht? Absolut. Ich habe eine detaillierte Liste aller Ausgaben zusammengestellt, die wir erwarten, einschließlich Lieferungen, Marketing und Betriebskosten. Es ist wichtig, ein klares Verständnis davon zu haben, womit wir es zu tun haben. Das ist großartig. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie wir diese Kosten aufteilen können. Ein Ansatz könnte darin bestehen, sie gleichmäßig zwischen uns aufzuteilen. Was sind deine Gedanken dazu? Eine gleichmäßige Aufteilung der Kosten erscheint fair, insbesondere wenn wir beide zu gleichen Teilen an dem Unternehmen beteiligt sind. Haben Sie jedoch alternative Methoden in Betracht gezogen?
Ja, ein anderer Ansatz könnte darin bestehen, die Kosten proportional auf der Grundlage der Investitionen der einzelnen Partner aufzuteilen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Partner seinen Beitrag entsprechend seinem finanziellen Engagement Das ist leistet. ein berechtigtes Argument. Das gibt ein Gefühl von Ausgewogenheit und Fairness. Was ist mit den laufenden Ausgaben? Wie sollen wir damit umgehen? Für die laufenden Ausgaben könnten wir ein Budget aufstellen und einen vorher festgelegten Prozentsatz unseres Gewinns dazu beitragen, sie zu decken. Auf diese Weise teilen wir uns die finanzielle Verantwortung und berücksichtigen gleichzeitig die Rentabilität des Unternehmens. Das klingt nach einem praktischen Ansatz. Es richtet die Kosten an der Leistung des Unternehmens aus. Gibt es noch andere Faktoren, die wir berücksichtigen sollten, um eine faire Einigung zu erzielen? Absolut. Es ist wichtig, auch den Wert nicht monetärer Beiträge wie Zeit und Fachwissen zu berücksichtigen. Wir sollten die verschiedenen Arten, wie wir zum Unternehmenserfolg beitragen, anerkennen und berücksichtigen. Ich stimme vollkommen zu. Nicht-monetäre Beiträge sind von erheblichem Wert und sollten anerkannt werden. Stellen wir sicher, dass wir sie in unserer Vereinbarung berücksichtigen. Danke, dass du das angesprochen hast. Du bist willkommen. Es ist entscheidend, ein umfassendes und inklusives Abkommen zu haben, das alle Aspekte berücksichtigt. Dadurch wird eine faire und harmonische Partnerschaft gewährleistet. In der Tat ist eine ausgewogene Vereinbarung für eine erfolgreiche Partnerschaft unerlässlich. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die Kostenvereinbarung abzuschließen und unsere Geschäftspläne voranzutreiben. Absolut. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielen können, von der wir beide profitieren. Auf eine erfolgreiche und kostengünstige Partnerschaft. Prost darauf! Gemeinsam werden wir das Kostenproblem lösen und ein florierendes Unternehmen aufbauen. Lektion 13: Fruchtbare Entscheidungen. Erkunden Sie Ihre bevorzugten Früchte. Hallo Anna, ich bin neugierig, welche Früchte kaufst du normalerweise? Ich möchte mehr Abwechslung in meine Ernährung integrieren. Hallo. Ich freue mich, dass Sie daran interessiert sind, Ihrer Ernährung mehr Obst hinzuzufügen. Zu meinen Lieblingsfrüchten gehören Äpfel, Bananen und Erdbeeren. Sie sind vielseitig und leicht verfügbar. Was ist mit dir? Äpfel und Bananen stehen definitiv auch auf meiner Liste. Ich mag auch Orangen und Trauben. Ich finde sie erfrischend und einfach zum Naschen. Gibt es noch andere Früchte, die du empfiehlst? Unbedingt. Ananas und Mangos sind köstliche tropische Früchte, die für einen Hauch von Geschmack sorgen. Wassermelonen sind im Sommer großartig und Blaubeeren sind voller Antioxidantien. Es lohnt sich, sie auszuprobieren. Die klingen verlockend. Ich werde beim nächsten Mal sicherstellen, dass ich ein paar Ananas und Mangos einkaufe. Haben Sie Tipps für die Auswahl reifer und frischer Früchte? Achten Sie bei der Auswahl von Früchten auf lebendige Farben und eine feste Textur. Zum Beispiel haben reife Bananen eine gelbe Schale ohne grüne Flecken. Achte bei Beeren darauf, dass sie prall und nicht matschig sind. Vertraue deinen Sinnen. Das ist ein hilfreicher Rat. Ich werde nach diesen Merkmalen Ausschau halten. Wie wäre es, Obst der Saison zu kaufen? Ist es etwas, das du priorisierst? Absolut, der Kauf von Obst in der Saison sorgt für optimalen Geschmack und Erschwinglichkeit. Es ist auch nachhaltiger, da sie lokal angebaut werden. Bauernmärkte eignen sich hervorragend, um saisonale Früchte zu finden. Hast du sie schon einmal probiert?
Ich habe Bauernmärkte nicht oft erkundet, aber es klingt nach einer großartigen Möglichkeit, frische und saisonale Produkte zu entdecken. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Gibt es bestimmte Früchte, nach denen ich dort suchen sollte? Auf Bauernmärkten gibt es oft eine große Auswahl an Früchten. Halten Sie Ausschau nach einzigartigen Funden wie alten Äpfeln, Beerenspezialitäten oder exotischen Früchten. Es ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu entdecken und lokale Erzeuger zu unterstützen. Das klingt aufregend. Ich freue mich darauf, Bauernmärkte zu erkunden und verschiedene Früchte auszuprobieren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 14: Soloreise, die Macht der Planung. Hallo Anna, ich denke darüber nach, mein erstes Soloreiseabenteuer zu beginnen. Hast du irgendwelche Tipps, um organisiert zu bleiben und einen Backup-Plan zu haben? Hallo John. Das ist aufregend. Wenn es um Alleinreisen geht, ist es entscheidend, organisiert zu bleiben. Erstellen Sie zunächst eine detaillierte Reiseroute und halten Sie wichtige Dokumente griffbereit. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Reise-App zu verwenden? Ich habe nicht darüber nachgedacht, eine Reise-App zu verwenden, aber es klingt nach einem hilfreichen Tool. Welches empfehlen Sie? Eine beliebte Reise-App ist TripIt. Sie ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Reisedetails an einem Ort zu organisieren, einschließlich Flüge, Unterkünfte und Aktivitäten. Es kann Ihnen auch Updates und Erinnerungen in Echtzeit senden. Das klingt praktisch. Ich werde auf jeden Fall TripIt für die Organisation meiner Reisepläne in Betracht ziehen. Wie wäre es mit einem Backup-Plan? Wie gehst du das an? Es ist immer eine gute Idee, einen Backup-Plan zu haben. Informieren Sie sich über alternative Routen, Transportmöglichkeiten und Unterkünfte in der Nähe. Auf diese Weise sind Sie auf unerwartete Änderungen vorbereitet. Das macht Sinn. Flexibilität ist der Schlüssel. Ich werde sicherstellen, dass ich alternative Optionen in Betracht ziehe. Was ist mit der Sicherheit? Irgendwelche Tipps für Alleinreisende in dieser Hinsicht? Sicherheit ist von größter Bedeutung. Teilen Sie Ihre Reiseroute mit einem vertrauenswürdigen Freund oder Familienmitglied. Bleiben Sie wachsam, besonders in überfüllten Bereichen, und gehen Sie vorsichtig mit Ihren Sachen um. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Absolut, die Sicherheit sollte niemals beeinträchtigt werden. Ich werde jemanden über meine Reisepläne informieren und während meiner gesamten Reise vorsichtig sein. Gibt es noch andere Organisationstipps, die du mit uns teilen kannst? Ja, erwägen Sie, digitale Kopien wichtiger Dokumente wie Ihres Reisepasses, Ihrer Versicherung und Ihrer Reisebuchungen anzufertigen. Speichern Sie sie sicher im Cloud-Speicher oder senden Sie sie per E-Mail an sich selbst. Es kann ein Lebensretter bei Verlust oder Diebstahl sein. Das ist ein toller Vorschlag. Ich werde sicherstellen, dass ich digitale Kopien meiner wichtigen Dokumente habe. Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Vielen Dank für all diese wertvollen Tipps. Lektion 15: Globale Sprachen, die am häufigsten gesprochenen Sprachen. Hallo Anna, ich bin neugierig. Welche Sprachen werden deiner Meinung nach die am häufigsten gesprochenen der Welt? Ich finde es faszinierend, etwas über verschiedene Sprachen und ihre Reichweite zu lernen. Hallo. Das ist eine gute Frage. Die 5 am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt sind Mandarin Chinesisch, Spanisch, Englisch, Hindi und Arabisch. Sie haben weltweit eine beträchtliche Anzahl von Sprechern. Mandarin Chinesisch, Spanisch, Englisch, Hindi und Arabisch. Das sind in der Tat verschiedene Sprachen.
Ich kenne mich mit Englisch aus, aber ich würde auch gerne die anderen erkunden. Hast du einen von ihnen gelernt? Ich habe Spanisch und ein bisschen Arabisch gelernt. Spanisch ist in vielen Ländern weit verbreitet und eignet sich daher für Reisen und das Eintauchen in die Kultur. Arabisch hat seine eigene einzigartige Schönheit und wird im gesamten Nahen Osten gesprochen. Das ist beeindruckend. Ich stimme zu, das Erlernen einer Sprache öffnet Türen zu neuen Kulturen und Erfahrungen. Ich werde erwägen, in Zukunft Spanisch und Arabisch zu erkunden. Gibt es interessante Fakten über diese Sprachen? Unbedingt. Mandarin-Chinesisch ist mit über 1 Milliarde Sprechern die am meisten gesprochene Sprache der Welt. Englisch wird oft als globale Geschäftssprache bezeichnet und ist in der internationalen Kommunikation weit verbreitet. Mandarin-Chinesisch, die am meisten gesprochene Sprache, ist wirklich bemerkenswert. Und der Status von Englisch als Weltsprache ist unbestreitbar. Was ist mit Spanisch, Hindi und Arabisch? Irgendwelche faszinierenden Aspekte? Spanisch ist die am zweithäufigsten gesprochene Sprache weltweit und hat die zweithöchste Anzahl an Muttersprachlern. Hindi ist eine der Amtssprachen Indiens und hat kulturelle Bedeutung. Arabisch hat eine reiche Geschichte und ist die liturgische Sprache des Islam. Wow, es gibt so viel über die Bedeutung und den Einfluss der einzelnen Sprachen zu lernen. Ich bin motiviert, tiefer in ihre Kulturen einzutauchen. Gibt es Ressourcen oder Apps zum Sprachenlernen, die du empfiehlst? Duolingo ist eine beliebte Sprachlern-App, die Kurse in all diesen Sprachen anbietet. Sie ist benutzerfreundlich und bietet interaktive Lektionen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Reise zum Sprachenlernen zu beginnen. Duolingo klingt nach einem fantastischen Tool. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Vielen Dank, dass Sie all diese wertvollen Informationen geteilt haben. Es ist wirklich faszinierend. Lektion 16: Erfolgreiches Netzwerken, das Beste aus Veranstaltungen herausholen. Hallo Anna, ich nehme nächste Woche an einer Netzwerkveranstaltung teil und ich möchte, dass es sich lohnt. Irgendwelche Tipps, wie man an diese Veranstaltungen herangeht und sinnvolle Verbindungen knüpft? Hallo John. Netzwerkveranstaltungen können wertvolle Gelegenheiten sein. Setzen Sie sich zunächst klare Ziele für die Veranstaltung. Welche Art von Verbindungen möchten Sie herstellen? Gibt es bestimmte Branchen oder Fachkräfte, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten? Das ist ein gutes Argument. Ich definiere vorher meine Ziele und mein Zielpublikum. Irgendwelche Vorschläge, wie man Gespräche initiiert und einen guten Eindruck hinterlässt? Stellen Sie sich zunächst selbstbewusst und mit einem freundlichen Lächeln vor. Stellen Sie offene Fragen, um echtes Interesse an der anderen Person zu zeigen. Aktives Zuhören ist der Schlüssel. Es hilft, eine Beziehung aufzubauen und ermöglicht sinnvolle Gespräche. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Aktives Zuhören und echtes Interesse sind unerlässlich, um Verbindungen herzustellen. Wie gehen Sie nach einer Netzwerkveranstaltung vor, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten? Folgemaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung. Senden Sie innerhalb von 1 oder 2 Tagen personalisierte E-Mails oder LinkedIn-Nachrichten, um Ihre Wertschätzung für das Gespräch auszudrücken. Erwähnen Sie etwas Spezielles, das Sie besprochen haben, um Ihr Gedächtnis zu stärken. Das ist ein wertvoller Tipp. Personalisierte Follow-ups zeigen, dass Sie während der Veranstaltung aufmerksam waren. Was ist mit dem Austausch von Visitenkarten? Ist es in diesem digitalen Zeitalter immer noch relevant? Absolut, Visitenkarten bleiben relevant. Sie erinnern greifbar an Ihre Interaktion.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Karten professionell sind und wichtige Kontaktinformationen sowie alle relevanten Social-Media-Handles enthalten. Gut zu wissen, dass Visitenkarten immer noch einen Wert haben. Ich werde dafür sorgen, dass sie bereit sind. Gibt es irgendwelche Tipps zur Etikette bei Netzwerkveranstaltungen, die ich beachten sollte? Ja, es gibt ein paar Tipps zur Etikette, die Sie beachten sollten. Kleide dich professionell, achte auf deinen persönlichen Freiraum und vermeide es, Gespräche zu monopolisieren. Denken Sie daran, alle veranstaltungsspezifischen Richtlinien zu befolgen und die Zeit anderer zu respektieren. Sich professionell zu kleiden und die Grenzen anderer zu respektieren, sind wichtige Aspekte, an die man sich erinnern sollte. Ich werde darauf achten, dass ich diese beachte. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 17: Herzhafte Geheimnisse, Suppenrezepte teilen. Hallo Anna, ich habe deine Suppe probiert und der Geschmack ist fantastisch. Wie machst du es? Ich würde gerne dein Rezept lernen. Hallo John. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Es ist ein einfaches Rezept. Ich brate zunächst Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl an und füge dann gewürfeltes Gemüse wie Karotten, Sellerie und Kartoffeln hinzu. Ich lasse sie ein paar Minuten kochen. Das klingt köstlich. Das Anbraten der Zwiebeln und des Knoblauchs muss einen wunderbaren Geschmack verleihen. Was ist der nächste Schritt? Nachdem das Gemüse leicht gekocht ist, gieße ich Gemüse oder Hühnerbrühe hinein und bringe sie zum Kochen. Dann reduziere ich die Hitze und lasse es köcheln, bis das Gemüse weich ist. Durch das Kochen der Suppe können sich die Aromen gut entfalten. Was ist mit dem Gewürz? Fügst du irgendwelche Kräuter oder Gewürze hinzu? Ja, ich füge gerne ein Lorbeerblatt, etwas Thymian und eine Prise schwarzen Pfeffer zum Würzen hinzu. Es verleiht der Suppe einen subtilen, aber köstlichen Geschmack. Ich passe das Salz auch nach meinen Wünschen an. Die Kombination aus Lorbeerblatt, Thymian und schwarzem Pfeffer klingt wunderbar. Es muss den Gesamtgeschmack der Suppe verbessern. Gibt es noch etwas, das du hinzufügst? Gegen Ende füge ich normalerweise etwas gehackte frische Petersilie hinzu, um eine frische und lebendige Note zu erzielen. Es verleiht der Suppe einen Hauch von Farbe und einen Hauch von Frische. Die Zugabe von frischer Petersilie verleiht dem Gericht eine schöne Optik und Frische. Das muss es noch appetitlicher machen. Irgendwelche letzten Schritte vor dem Servieren? Sobald die Suppe fertig ist, entferne ich das Lorbeerblatt, garniere es auf Wunsch mit etwas zusätzlicher Petersilie und serviere es heiß mit etwas knusprigem Brot an der Seite. Das klingt nach einer beruhigenden und sättigenden Mahlzeit. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zuzubereiten. Danke, dass du dein Rezept geteilt hast. Lektion 18: Projektklarheit, Ziele verstehen. Hallo Anna, hast du die Projektziele schon überprüft? Das habe ich. Sind wir uns über die Ziele im Klaren, die wir erreichen müssen? Hallo John. Ja, ich habe die Projektziele gründlich durchgegangen. Die Ziele sind klar definiert und entsprechen der Gesamtvision. Ich glaube, wir haben ein klares Verständnis. Das ist toll zu hören. Klarheit über die Projektziele ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Haben Sie bestimmte Meilensteine oder Termine bemerkt? Absolut. Ich habe mehrere Meilensteine und Termine gefunden, die in der Projektdokumentation erwähnt wurden.
Es hilft uns, den Fortschritt zu verfolgen und stellt sicher, dass wichtige Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. Hervorragend. Klare Meilensteine und Termine bilden den Fahrplan für unsere Arbeit. Sind Sie auf Budgetbeschränkungen oder Ressourcenbeschränkungen gestoßen? Ja, in der Projektdokumentation werden Budgetbeschränkungen und Ressourcenbeschränkungen hervorgehoben. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Planung und Ausführung unserer Aufgaben zu berücksichtigen. Für ein effektives Projektmanagement ist es unerlässlich, sich der Budget- und Ressourcenbeschränkungen bewusst zu sein. Haben Sie Informationen über die wichtigsten beteiligten Interessengruppen gefunden? Ja, die Projektdokumentation identifiziert die wichtigsten Stakeholder. Sie umfasst ihre Rollen, Verantwortlichkeiten und ihren Grad an Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Das Verständnis der wichtigsten Stakeholder und ihrer Rollen ist entscheidend für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit. Sind Sie auf Risiken oder potenzielle Herausforderungen gestoßen? Ja, in der Projektdokumentation werden potenzielle Risiken und Herausforderungen beschrieben. Sie hilft uns bei der Erstellung von Notfallplänen und Strategien zur Schadensbegrenzung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Identifizierung und Bewältigung potenzieller Risiken und Herausforderungen ist für den Projekterfolg von entscheidender Bedeutung. Haben Sie Informationen zu den gewünschten Projektergebnissen oder Ergebnissen gefunden? Absolut. In der Projektdokumentation sind die gewünschten Ergebnisse und Leistungen klar definiert. Sie bietet eine klare Vorstellung davon, was wir am Ende erreichen müssen. Ein klares Verständnis der gewünschten Ergebnisse und Ergebnisse hilft uns, konzentriert zu bleiben und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Haben Sie Informationen zum Projektzeitplan gefunden? Ja, die Projektdokumentation enthält einen Zeitplan, in dem die geplante Dauer für jede Phase und die gesamte Projektdauer aufgeführt sind. Ein klar definierter Projektzeitplan hilft uns, unsere Zeit effektiv zu verwalten und gewährleistet eine termingerechte Fertigstellung. Gibt es noch etwas, das Sie bei Ihrer Überprüfung entdeckt haben? Neben den genannten Aspekten fand ich auch Details zum Projektumfang, zu den Erwartungen der Stakeholder und zu den zu verwendenden Kommunikationskanälen. Das Verständnis des Projektumfangs, der Umgang mit den Erwartungen der Stakeholder und die Nutzung geeigneter Kommunikationskanäle sind für den Projekterfolg unerlässlich. Vielen Dank, dass Sie Ihre Ergebnisse geteilt haben. Lektion 19: In der Nachbarschaft navigieren, die Klinik finden. Hallo Anna, weißt du, wie weit die Klinik von hier entfernt ist? Ich muss einen Arzt aufsuchen und kenne mich in der Gegend nicht aus. Hallo John. Die Klinik ist nur ein paar Blocks von hier entfernt. Es ist zu Fuß erreichbar. Möchtest du, dass ich dir eine Wegbeschreibung gebe? Das wäre hilfreich. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Wie soll ich da hinkommen? Gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten, auf die ich achten sollte? Sicher. Von hier aus müssen Sie diese Straße für 2 Blocks geradeaus gehen. Biegen Sie dann an der Kreuzung rechts ab. Die Klinik befindet sich auf Ihrer linken Seite. Achten Sie auf ein großes rotes Schild mit dem Namen der Klinik. Ich hab's. 2 Blocks geradeaus, an der Kreuzung rechts abbiegen und ich finde die Klinik auf der linken Seite mit einem großen roten Schild. Ist es leicht zu erkennen? Ja, die Klinik ist mit ihrem markanten roten Schild gut sichtbar. Wenn Sie es verpassen, können Sie jemanden in der Nähe fragen, und er kann Ihnen weiterhelfen. Das ist gut zu wissen.
Es ist immer hilfreich, Einheimische zu haben, die Wegbeschreibungen geben können. Ist die Klinik auch am Wochenende geöffnet? Ja, die Klinik ist am Wochenende geöffnet. Sie haben leicht reduzierte Öffnungszeiten, aber Sie sollten in der Lage sein, einen Arzt aufzusuchen. Rufen Sie am besten vorher an und überprüfen Sie die Verfügbarkeit. Ich rufe unbedingt vorher an. Danke, dass du mich informiert hast. Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, um die Klinik zu erreichen? Ja, es gibt eine Bushaltestelle nur einen Block von hier entfernt. Sie können den Bus Nummer 15 nehmen, der Sie direkt vor der Klinik absetzt. Das ist praktisch. Den Bus zu nehmen wäre eine gute Option. Gibt es Parkmöglichkeiten in der Nähe der Klinik, falls ich mit dem Auto fahren möchte? Ja, neben dem Klinikgebäude befindet sich ein Parkplatz. Es ist ein kostenpflichtiger Parkplatz, aber er ist ziemlich geräumig, sodass Sie in der Lage sein sollten, leicht einen Platz zu finden. Das ist beruhigend. Ein Parkplatz in der Nähe macht es praktisch für diejenigen, die lieber fahren. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte, bevor ich in die Klinik gehe? Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihren Ausweis und alle relevanten medizinischen Dokumente oder Versicherungsinformationen mitbringen. Dies wird den Registrierungsprozess in der Klinik rationalisieren. Ich werde dafür sorgen, dass alle notwendigen Dokumente zusammengetragen werden. Danke für die Erinnerung. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe bei der Suche nach der Klinik. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung und Unterstützung. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, der mit der Gegend vertraut ist. Passt auf euch auf. Lektion 20: Company Fit, Motivationen und Bestrebungen. Hallo Anna, ich bin neugierig. Warum möchtest du für unser Unternehmen arbeiten? Ich habe großartige Dinge darüber gehört, aber ich würde gerne Ihre Perspektive erfahren. Hallo John. Nun, ich habe einige Nachforschungen angestellt, und der innovative Ansatz und das Engagement Ihres Unternehmens für Nachhaltigkeit finden bei mir großen Anklang. Ich suche einen Arbeitsplatz, der meinen Werten entspricht. Das ist interessant. Ein Unternehmen zu finden, das unseren Werten entspricht, ist entscheidend für eine langfristige Zufriedenheit. Gibt es bestimmte Projekte oder Initiativen, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben? Absolut. Das jüngste Projekt des Unternehmens zum Thema erneuerbare Energien hat mich besonders angesprochen. Ich habe eine Leidenschaft für den Umweltschutz, und Teil solcher Initiativen zu sein, wäre erfüllend. Es ist toll, das zu hören. Die Arbeit an Projekten, die unseren Leidenschaften entsprechen, kann unserer Karriere einen Sinn geben. Haben Sie auch über die Unternehmenskultur nachgedacht? Ja, ich habe gehört, dass Ihr Unternehmen eine kollaborative und integrative Kultur fördert. Ich glaube an die Kraft von Teamwork und Vielfalt, und ich denke, in einem solchen Umfeld würde ich erfolgreich sein. Zusammenarbeit und Inklusivität sind in der Tat wichtige Aspekte einer gesunden Arbeitskultur. Sie tragen zu einer positiven und unterstützenden Atmosphäre bei. Gibt es etwas Spezielles am Ruf des Unternehmens, das Sie angezogen hat? Nun, Ihr Unternehmen hat den Ruf, in der Branche führend zu sein. Ich bewundere das Niveau des Fachwissens und die Auswirkungen, die es auf dem Markt hatte. Es wäre eine wertvolle Erfahrung, einer seriösen Organisation wie dieser beizutreten. Teil eines angesehenen und einflussreichen Unternehmens zu sein, kann enorme Wachstumschancen bieten.
Haben Sie darüber nachgedacht, wie diese Rolle zu Ihren Karrierezielen passt? Ja, die Rolle scheint eine perfekte Mischung aus Herausforderung und Wachstum zu bieten. Es entspricht meinem langfristigen Ziel, Projektmanager zu werden, und ermöglicht es mir, meine Fähigkeiten zu entwickeln und zu sinnvollen Projekten beizutragen. Das ist fantastisch. Eine Stelle zu finden, die unseren Karrierezielen entspricht, bringt uns auf einen erfüllenden Weg. Hatten Sie irgendwelche Interaktionen mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens? Ja, ich hatte die Gelegenheit, über professionelle Netzwerke mit einigen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Sie lobten die unterstützende Kultur des Unternehmens und die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Es ist immer wertvoll, Einblicke von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern zu erhalten. Ihre Erfahrungen können uns ein tieferes Verständnis dafür vermitteln, wie es ist, in der Organisation zu arbeiten. Haben Sie die Zukunftsaussichten und das Wachstumspotenzial des Unternehmens berücksichtigt? Absolut. Ich habe die Marktposition und die Wachstumsprognosen des Unternehmens untersucht. Das Expansionspotenzial und die aufregenden Möglichkeiten, die vor mir liegen, machen es zu einem attraktiven Ort, um meine Karriere voranzutreiben. Es ist klug, die Zukunftsaussichten des Unternehmens zu beurteilen. Es ist wichtig, einer Organisation beizutreten, die vielversprechende Aussichten hat. Gibt es noch etwas, das Ihre Entscheidung beeinflusst hat, diese Gelegenheit zu nutzen? Eine Sache noch. Das Engagement des Unternehmens für Mitarbeiterentwicklung und Work-Life-Balance hat mich wirklich beeindruckt. Ich glaube an die Aufrechterhaltung einer gesunden Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, und es ist ermutigend zu sehen, dass sich dieser Wert hier Die Priorisierung widerspiegelt. der Mitarbeiterentwicklung und der Work-Life-Balance ist für die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds unerlässlich. Es ist großartig, dass das Unternehmen diese Werte teilt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Beweggründe geteilt haben. Lektion 21: Besondere Geschenke finden, ein Einkaufsabenteuer. Hallo Anna, wie wäre es, wenn wir heute ein paar besondere Geschenke für unsere Liebsten finden? Es ist immer schön, sie mit etwas Einzigartigem zu überraschen. Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich liebe es, besondere Geschenke einzukaufen. Wo sollen wir unser Einkaufsabenteuer beginnen? Nun, wie wäre es, wenn wir auf dem lokalen Kunsthandwerkermarkt beginnen? Sie haben eine große Auswahl an handgefertigten und einzigartigen Artikeln, die sich perfekt als Geschenk eignen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Ich unterstütze gerne lokale Künstler, und ihre Kreationen haben oft eine persönliche Note. Nach welcher Art von Geschenk suchst du? Ich denke darüber nach, ein maßgeschneidertes Schmuckstück für meine Schwester zu besorgen. Sie liebt einzigartige Accessoires. Wie steht's mit dir? Hast du konkrete Ideen für deine Liebsten? Ich denke über ein personalisiertes Fotoalbum für meine Eltern nach. Sie hegen Erinnerungen, und ich denke, eine durchdachte Sammlung von Fotos wäre ein herzliches Geschenk. Das ist eine wunderschöne Idee. Personalisierte Geschenke hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Sollen wir den Markt erkunden und sehen, was unsere Aufmerksamkeit erregt? Absolut. Nehmen wir uns Zeit und stöbern wir durch die Stände. Vielleicht entdecken wir unterwegs einige versteckte Juwelen. Haben Sie einen bestimmten Stand im Sinn? Ich habe tolle Dinge über den Juwelierstand in der Nähe des Eingangs gehört. Sie haben einzigartige Designs und können sogar Stücke nach Ihren Wünschen anpassen. Das klingt vielversprechend. Lass uns zuerst dorthin gehen und sehen, ob Sie etwas haben, das zum Stil deiner Schwester passt. Ich bin gespannt, was Sie anbieten.
Hervorragend. Ich bin mir sicher, dass wir dort etwas Besonderes finden werden. Wenn wir fertig sind, können wir mit der Abteilung für handgemachtes Kunsthandwerk fortfahren. Sie haben oft auch personalisierte Artikel. Das ist ein toller Plan. Handgemachtes Kunsthandwerk hat einen gewissen Reiz. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Abschnitt etwas Perfektes für meine Eltern finden werden. Lassen Sie uns jeden Stand erkunden und uns Zeit nehmen. Es geht nicht nur darum, das richtige Geschenk zu finden, sondern auch das Gesamterlebnis zu genießen, einzigartige Gegenstände zu entdecken. Ich stimme vollkommen zu. Das Einkaufen von Geschenken sollte ein angenehmes Erlebnis sein. Wir können die Verkäufer auch um Empfehlungen bitten und Geschichten hinter ihren Kreationen hören. Absolut. Die Zusammenarbeit mit den Anbietern verleiht den von uns ausgewählten Geschenken eine persönliche Note. Es ist faszinierend, mehr über die Inspiration hinter jedem Stück zu erfahren. Es ist, als würde man eine Geschichte zusammen mit dem Geschenk auspacken. Ich finde diesen Aspekt wirklich besonders. Außerdem können die Anbieter Einblicke in die Pflege der Artikel geben. Das ist ein gutes Argument. Zu wissen, wie man sich um die Geschenke kümmert, sichert ihre Langlebigkeit. Es ist immer hilfreich, diese Tipps von den Experten selbst zu erhalten. Auf jeden Fall. Wir möchten, dass die Geschenke lange in Ehren gehalten werden. Fragen wir unbedingt nach speziellen Pflegehinweisen, während wir den Markt erkunden. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie uns dieses Einkaufsabenteuer beginnen und die besonderen Geschenke finden, die unseren Lieben Freude bereiten werden. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Reaktionen zu sehen. Lektion 22: Erkundung der Autopräferenzen, Größe und Beliebtheit. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie beliebt Mittelklassewagen hier sind? Ich bin neugierig auf die Vorlieben der Leute, wenn es um Autogrößen geht. Hallo John. Ja, es ist interessant zu sehen, wie beliebt mittelgroße Autos sind. Ich frage mich, welche Faktoren zu ihrer Attraktivität beitragen. Hast du irgendwelche Gedanken dazu? Nun, ich denke, mittelgroße Autos bieten ein Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Manövrierfähigkeit. Sie bieten ausreichend Platz für Passagiere und Ladung, ohne zu sperrig zu sein. Das macht Sinn. Mittelgroße Autos sind vielseitig und können unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Sie eignen sich sowohl für Stadtfahrten als auch für längere Reisen. Exakt. Sie bieten ein komfortables Fahrerlebnis und sind dennoch alltagstauglich. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, sich selbst ein mittelgroßes Auto zuzulegen? Habe ich. Ich schätze den Komfort und die Flexibilität, die Mittelklassewagen bieten. Sie scheinen gut zu meinem Lebensstil zu passen. Was ist mit dir? Ich habe auch darüber nachgedacht. Die Idee, ein Auto zu haben, das für meine Bedürfnisse geräumig genug ist, aber nicht zu groß ist, um durch den Verkehr zu navigieren, ist reizvoll. Es ist wichtig, ein Auto zu finden, das unseren individuellen Vorlieben und Anforderungen entspricht. Haben Sie sich bestimmte Modelle oder Marken angesehen? Ich habe nach ein paar Optionen gesucht. Ich fühle mich zu einigen mittelgroßen Modellen renommierter Marken hingezogen, die für ihre Zuverlässigkeit und Sicherheitsmerkmale bekannt sind. Die Erforschung verschiedener Modelle und Marken ist ein kluger Ansatz. Es hilft uns, eine fundierte Entscheidung zu treffen und ein Auto zu finden, das unseren Erwartungen entspricht. Absolut. Bei der Auswahl eines Fahrzeugs ist es wichtig, Faktoren wie Kraftstoffeffizienz, Wartungskosten und verfügbare Funktionen zu berücksichtigen. Welche Funktionen sind für Sie wichtig?
Sicherheitsfunktionen haben für mich Priorität. Ich schätze fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Technologien, die die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Sicherheit ist definitiv ein Hauptanliegen. Es ist beruhigend, über diese Funktionen zu verfügen, die dazu beitragen, Unfälle zu verhindern und sowohl den Fahrer als auch die Passagiere zu schützen. Absolut. Wir sollten auch Faktoren wie Komfort, Technologieintegration und das allgemeine Fahrerlebnis berücksichtigen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Das ist ein gutes Argument. Das Fahrerlebnis spielt eine wichtige Rolle für unsere Zufriedenheit mit dem Auto. Es lohnt sich, verschiedene Modelle zu testen, um das zu beurteilen. Ich stimme zu. Bei Testfahrten können wir aus erster Hand erleben, wie sich das Auto verhält, wie schnell es reagiert und wie komfortabel es ist. Das ist ein entscheidender Schritt im Entscheidungsprozess. Sobald wir alle notwendigen Informationen gesammelt und einige Optionen getestet haben, können wir unsere Auswahl eingrenzen und eine fundierte Entscheidung treffen. Lektion 23: Finanzberatung, Beratung durch einen Fachmann. Hallo Anna, haben Sie jemals darüber nachgedacht, einen Finanzberater zu konsultieren? Sie können wertvolle Hinweise für die Verwaltung unserer Finanzen geben. Hallo John. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Ein Finanzberater kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen soliden Finanzplan zu erstellen. Haben Sie schon einmal einen konsultiert? Das habe ich nicht, aber ich habe darüber nachgedacht, Ihr Fachwissen einzuholen. Es ist wichtig, dass ein Fachmann unsere finanzielle Situation einschätzt und maßgeschneiderte Beratung anbietet. Absolut. Finanzberater können Einblicke in Anlagemöglichkeiten, Altersvorsorge und Strategien zur Erreichung unserer finanziellen Ziele geben. Das ist genau das, wonach ich suche. Ich möchte sicherstellen, dass ich meine Ressourcen optimal nutze und eine stabile finanzielle Zukunft sichere. Es ist eine kluge Entscheidung. Ein Finanzberater kann uns helfen, unsere Risikotoleranz einzuschätzen, unsere Anlagen zu diversifizieren und potenzielle finanzielle Fallstricke zu bewältigen. Ich stimme vollkommen zu. Ihr Fachwissen kann uns vor kostspieligen Fehlern bewahren und unsere finanziellen Entscheidungen optimieren. Haben Sie Empfehlungen für die Suche nach einem zuverlässigen Berater? Forschung ist unerlässlich. Wir können damit beginnen, Freunde oder Familienmitglieder, die positive Erfahrungen mit Finanzberatern gemacht haben, um Empfehlungen zu bitten. Das ist eine gute Idee. Persönliche Empfehlungen können uns ein Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht in die Fähigkeiten des Beraters geben. Wir können auch Online-Bewertungen lesen und deren Referenzen überprüfen. Absolut. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der von uns gewählte Berater qualifiziert und bei den zuständigen Aufsichtsbehörden registriert ist. Sobald wir unsere Optionen eingegrenzt haben, können wir erste Konsultationen mit einigen Beratern vereinbaren, um unsere finanziellen Ziele zu besprechen und zu beurteilen, ob sie mit unseren Bedürfnissen vereinbar sind. Das ist ein entscheidender Schritt. In einem persönlichen Gespräch können wir den Kommunikationsstil, die Professionalität und den Grad des Verständnisses des Beraters beurteilen. Während der Beratung können wir uns auch nach ihrer Gebührenstruktur und ihrer Vergütung erkundigen. Es ist wichtig, auch in diesem Aspekt Klarheit zu haben. Auf jeden Fall. Transparenz in Bezug auf Gebühren und potenzielle Interessenkonflikte ist unerlässlich. Wir möchten mit einem Berater zusammenarbeiten, dessen Interessen mit unseren übereinstimmen.
Sobald wir den richtigen Finanzberater gefunden haben, können wir mit ihm zusammenarbeiten, um einen umfassenden Finanzplan zu erstellen, der unsere kurz- und langfristigen Ziele berücksichtigt. Das ist das ultimative Ziel. Ein solider Finanzplan bietet uns einen Fahrplan, um finanzielle Stabilität, Wachstum und Seelenfrieden zu erreichen. Ich freue mich auf diesen Schritt. Die Beratung eines Finanzberaters gibt uns Vertrauen in unsere finanziellen Entscheidungen und hilft uns, unser finanzielles Potenzial zu maximieren. Es ist eine bedeutende Investition in unsere Zukunft. Lassen Sie uns die notwendigen Schritte unternehmen, um einen vertrauenswürdigen Berater zu finden, der uns zum finanziellen Erfolg führen kann. Ich danke dir. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach einem zuverlässigen Finanzberater. Lassen Sie uns gemeinsam die Kontrolle über unser finanzielles Wohlergehen übernehmen.